Was macht Freundschaft aus? Lob, Kritik. Wir brauchen das eine, wir brauchen das andere. Aber beides fein dosiert. Zu viel Lob ist unglaubwürdig. Zu viel Kritik tötet. Freundschaft ist wie Porzellan. Es ist etwas ganz Feines, etwas ganz Edles und es ist auch sehr leicht zerbrechlich. Und Freundschaft ist etwas, was nicht aufrechnet. Freundschaft ist etwas Emotionales. Freundschaft hat etwas mit Vertrauen zu tun, hat etwas mit Liebe zu tun, hat etwas mit Verzeihen zu tun, hat etwas damit zu tun, ist nicht schlimm. Und ich helfe mir immer in solchen Situationen, wo ich angegangen werde oder wo es aussieht, als würde ich angegangen. Weil es ist ja auch sehr subjektiv. Dass ich mich immer in den anderen hineinversetze und denke, also ich will dir eigentlich gar nichts Böses. Und du willst mir doch bestimmt auch nichts Böses. Und ich unterstelle jedem zu 100%, dass keiner von ihnen mir etwas Böses will. Und das ist auch draußen so. Mit Kollegen, mit Nachbarn oder egal mit wem ich zu tun habe. Ich unterstelle keinem einzigen Menschen, dass er mir was Böses will. Warum auch? Und daraus folgt, wenn aber was Böses kommt, dann denke ich mir, Moment, das kann der gar nicht so gemeint haben. Und damit bin ich geschützt. Und ich empfinde es immer wieder als das Allerhöchste, Freundschaft. Familie, liebe Freunde, das ist etwas, wo viele sagen, ja, Familie. Aber liebe Freunde, eine Familie, die kann man sich nicht aussuchen. Die hat man. Aber Freundschaft, das muss man sich immer wieder neu erarbeiten. Da muss man am Ball bleiben. Da muss man was für tun. Und das hält uns wach. Und das hält uns dahin, dass man sagt, nee, ich bin so gut gar nicht, ich muss mich immer verbessern. Ich muss noch besser werden, ich muss noch mehr aufpassen. Ich muss noch mehr auf meine Worte aufpassen. Ich muss noch viel mehr auf meinen Blick aufpassen. Das ist jetzt meins. Manchmal gucke ich grantig, obwohl ich gar nicht grantig bin. Ich weiß nicht, warum sich mein Gesicht so verformt. Und dann, da muss ich dran arbeiten, das weiß ich. Werde ich nie vergessen, in Italien, nach der Tagung, der eine Mann dann, Herr Häusler, ach, jetzt bin ich wieder gut mit Ihnen. Kenne ich Sie? Ja, Sie haben mich so bös angeguckt. Ich sag, wann? Ja, heute Morgen beim Frühstück. Liebe Freunde, ich kam mit meinem Tablett in eine italienische Kantine. Ich wusste nicht, wo was steht. Ich guckte noch ganz zerknittert. Muss wohl mein Blick ihn gestriffen haben. Ich arbeite dran. Ich werde demnächst fröhlich in die Kantine kommen und erstmal alle anlächeln. Aber das kam an. Der war geknickt den ganzen Tag, bis wohl irgendwann mein Blick mal ihn wieder gestriffen hat und da war er freundlich. Ich weiß es nicht, bis heute nicht. Das sind alles Dinge, die zwischen uns geschehen, ob wir es wollen oder nicht. Aber an sowas gehen Freundschaften kaputt. Und Gott sei Dank hat uns der liebe Gott einen Mund gegeben, mit dem wir nicht nur essen, gähnen, pfeifen, sondern auch reden können. Liebe Freunde, und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn irgendwas komisch ist, wo man sagt, ich fühle mich jetzt nicht mehr frei, es ist eine Spannung da.
Da ist irgendwas. Da habe ich da auch gemerkt, ein kurzes Gespräch, ja, da war Spannung. Sag ich, wissen Sie was? Ich muss nach vorne, keine Zeit, rufen Sie mich an. Wenn Sie heute Nachmittag nach Hause fahren und Sie haben noch ein komisches Gefühl im Bauch, dann rufen Sie mich an, dann werden wir miteinander reden drüber, werden wir sprechen und dann klären wir das und dann weiß ich ganz genau, danach sind Sie glücklich. Und liebe Freunde, das möchte ich Ihnen einfach heute an diesem Sonntag nahelegen, dass Sie in Ihrem Leben Ordnung schaffen, dass Sie solche Spannungen nicht beiseite tun, Teppich hoch, drunter. Bruno, mach schon. Er macht. Wir müssen auch unseres dazu beitragen. Wir können nicht uns wie ein Elefant im Porzellanladen verhalten und sagen, Bruno, du machst das da hinten schon und gehen genauso weiter. Nee, das liegt an uns. Und deswegen, wenn wir morgens in den Spiegel gucken, was kann ich heute besser machen als gestern? Und wenn wir uns diese Frage jeden Tag stellen, was glauben Sie, dass nach 365 Tagen, nach 365 Fragen, wie wir dastehen, wenn wir das bewusst machen, wenn wir bewusst an uns arbeiten, nicht an den anderen. Was muss der anders machen und der und der und der? Ich weiß ja so viel. Und wenn man einen Freund liebevoll ständig kritisiert, und meistens ist das ja nur, weil ich es gar so gut meine mit dir. Denn wenn du dich änderst, immer so wie ich dir das sage, dann wirst du der allerbeste Mensch. Ich meine es ja nur gut mit dir. Das ist so in uns drin. Zu Hause machen wir alles ordentlich. Und wenn dann da ein Mensch dabei ist, der wird dann auch so geordnet, dass er schön und gut ist. Das geht in einem Aufwasch. Das sind aber Dinge, mit denen man Freundschaften ruinieren kann, belasten kann. Und ich habe irgendwo einen wunderschönen Satz gehört, der mich immer wieder fast täglich begleitet. Nimm die Menschen, wie sie sind. Andere kriegst du nicht. Das öffnet mir meinen Horizont so unendlich, dass ich sage, ja, der hat blonde Haare, ist doch okay. Der hat krauselige Haare, ist doch okay. Muss ich die glätten? Nein. Jeder von uns, liebe Freunde, ist, wie er ist. Es wäre schade, wenn alle so wären, wie ich mir das vorstelle. Und wenn wir das lernen, wenn wir das mit rausnehmen und sagen, ja, ich will ein guter, ein wahrer, ein ehrlicher, ein liebevoll, aber auch ein liebwerter, ein Freund, also der es wert ist, dass man ihn lieb hat, Freund dieses Freundeskreises werden. Und wenn ich daran jeden Tag arbeite, liebe Freunde, dann wird auch das Miteinander immer liebevoller, harmonischer und schöner. Und dann gibt es dieses Hickhack nicht mehr. Und Bruno Gröning sagt, wenn Sie einen Fehler gemacht haben, gehen Sie den Weg zurück. Bis genau an die Stelle, wo Sie wissen, da ist der Fehler. Und dann kehren Sie um und gehen in die andere Richtung. Das heißt, wenn wir irgendwo erkannt haben, da habe ich einen Fehler gemacht, dann haben Sie den Mut, auch zurückzugehen. Dem Freund in die Augen zu gucken und ehrlich zu sein, da habe ich Mist gemacht, es tut mir leid. Der wird Ihnen verzeihen. Wir denken immer, nur ein Schwacher kann sich entschuldigen. Liebe Freunde, es ist gerade umgekehrt. Nur der stark ist, der kann sich entschuldigen. Und wenn Sie glauben, dass Sie stark sind oder geworden sind, dann können Sie sich auch entschuldigen für das, was Sie falsch gemacht haben. Und wer sagt, Herr Häusler, das haben Sie schön gesagt für die anderen, aber ich habe ein weißes Hemd, vorne, hinten, trifft auf mich nicht zu. Dann, liebe Freunde, machen Sie im Badezimmer vorm Spiegel das Licht an. Und ich wünsche es mir, das ist mir ein sehnlicher Wunsch, dass jeder von uns all das, was im Argen gewesen ist, dass er das jetzt bereinigt, dass er sich das vornimmt, zu bereinigen. Dass Sie sagen können, ich will das erreichen, da will ich hin, das will ich schaffen. Und liebe Freunde, und dann lebt es sich auch viel, viel leichter. Es ist dann das Leben viel schöner. Es gibt aber auch Menschen, liebe Freunde, das muss ich auch dazu sagen, wo die Chemie absolut nicht stimmt.
Da kann man reden, was man will. Es passt einfach nicht. Und man merkt einfach, Wasser und Öl, das wird zwar eine Emulsion, aber mit der Zeit trennt sich das wieder. Und sowas muss nicht mit Gewalt zusammengebracht werden, sondern wenn Sie spüren, das ist ein Mensch, mit dem ich einfach nicht kann, passt einfach nicht, überhaupt nicht, dann halten Sie einfach Abstand, soweit es irgendwie möglich ist. Wünschen Sie ihm viel Liebe, alles Gute und sagen, du bist aus einem anderen Holz als ich, das steht dir zu, ich lasse dich, wie du bist, aber mein Weg geht hier und deiner bitte da. Das geht auch.